Ein Fenster in die Weiten des Kosmos. In der dunklen Einsamkeit der Berge Österreichs steht jedem in einer klaren Nacht die Reise in die Welt der Sterne offen. Es ist eine Welt voller Geheimnisse. Ein sanfter Lichtstreifen zieht sich durch den Himmel über Österreich. Es ist die Milchstraße, unsere Heimatgalaxie. In ihrem Zentrum lauert ein riesiges schwarzes Loch, über 4 Millionen Mal schwerer als unsere Sonne. Es ist ein Ort, den unsere Physik nicht mehr beschreiben kann. Astronomen wollen jetzt entschlüsseln, was an diesem extremen Ort vor sich geht. Ihr Plan, eine Nahaufnahme vom schwarzen Loch zu machen. Zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit. Wir dringen in Bereiche vor, die noch nie zuvor beobachtet worden sind. Mehrere riesige Teleskope schalten die Wissenschaftler zu einem einzigen zusammen. Ihr Ziel, das Herz unserer Galaxie. Für solche Beobachtungen muss es dunkel sein, so wie hier über dem Salzburger Land. Doch das menschengemachte Licht verdrängt die Dunkelheit. An vielen Orten ist der Nachthimmel bereits verschwunden. Wenn niemand das Problem erkennt und sieht, wie man und wo man verbessern könnte, dann gibt es keine Verbesserung. Das heißt, erst wenn es alle merken, wird sich was tun. Dr. Günther Wuchterl kämpft für die Nacht. Seit 2 Jahren kümmert er sich darum, dass Städte wie Wien wieder dunkler werden. Per Helikopter misst er die Lichtverschmutzung der Stadt. Sein langfristiges Ziel, die Nacht mit ihren Sternen wieder in die Stadt zurückzuholen. Aktuell erreicht eine wichtige NASA-Mission ihr Ziel. OSIRIS-REx soll Proben des Asteroiden Bennu zur Erde bringen. Ist Bennu das, was wir erwartet haben, oder wird er uns überraschen? Es ist eine der aufwendigsten Missionen der NASA. Wir gehen da rein, schnappen uns die Probe und schauen, dass wir schnell wieder wegkommen. Das Ziel der NASA-Forscher: Sie wollen auf dem Himmelskörper die Urbausteine des Lebens finden. Der Winter naht. Die Nächte sind lang. Es ist die perfekte Zeit, um Sterne zu schauen. Im Norden zeigt sich der große Bär in seiner ganzen Pracht, gefolgt vom Drachen, einem Sternbild, das fast die ganze Nacht am Himmel zu sehen ist. Gegen Mitternacht taucht Vega auf, einer der hellsten Sterne der nördlichen Hemisphäre. Im Herbst nutzen noch ein paar Wanderer das perfekte Wetter für die Besteigung des Großglockners. Im Zeitraffer blitzen ihre Kopflampen auf, während sie sich den Weg nach oben erkämpfen. Und auch auf der Riederhütte im Höllengebirge unterhalb des Feuerkogels kommen die Gäste erst in den frühen Morgenstunden zur Ruhe. Mit ein wenig Geduld und der entsprechenden technischen Ausrüstung kann man in diesen wolkenfreien Herbstnächten den Wundern des Kosmos ganz nahe sein. Blickt man vom Trattberg aus in Richtung Osten, geht vor dem Dachsteinmassiv der Orion auf, gefolgt vom Sternbild Zwilling. Doch schon kurz nach Mitternacht tauchen die meisten Sterne im hellen Licht des aufgehenden Vollmondes unter. Bis zum Morgengrauen überstrahlt er etliche dieser fernen Sonnen. Nur ein Sternbild ist leicht zu erkennen und wird ein treuer Begleiter über die Wintermonate bleiben: der Orion. Es ist eines der am besten erforschten Sternensysteme in unserer galaktischen Umgebung. Immer wieder richtet auch das Weltraumteleskop Hubble seinen Blick auf den rot schimmernden Nebel im Zentrum Orions.
Auch dieses Jahr enttäuscht Hubble nicht und liefert wieder prächtige Bilder. Wissenschaftler haben mit Hilfe seiner Aufnahmen einen Flug in die Tiefen der Sternenkonstellation simuliert. In ihrem Zentrum ist ein Nebel verborgen. Aus den Gas- und Molekülwolken werden eines Tages wieder neue Sterne geboren. Doch am Himmel gibt es noch viel mehr zu entdecken. Als unsere Kameras direkt nach Sonnenuntergang das schillernde Band der Milchstraße vor dem Dachstein einfangen, geschieht etwas Atemberaubendes. Eine große Sternschnuppe verglüht und hinterlässt als finales Zeichen ihrer Vernichtung eine leuchtende Schmauchspur am Firmament. Es ist ein harmloser Zusammenprall eines Meteors mit unserer Erdatmosphäre. Auch Hubble, das Weltraumteleskop, hält Ausschau nach Brocken, die mit uns auf Kollisionskurs sind. Bereits im Jahr 2017 nehmen die Wissenschaftler mit Hubble so ein Objekt ins Visier und werden aufmerksam. Denn der Kurs des Asteroiden ist so ungewöhnlich, dass einige ihn sogar für ein Relikt einer fremden Zivilisation halten. Wir haben uns alle Daten angesehen, etwa die Interaktion mit magnetischen Feldern, aber auch andere Einflüsse von Kräften entlang seiner Flugbahn, die wir heute noch nicht genau kennen. Vielleicht beeinflussen auch Ausbrüche auf dem Körper selbst seinen Kurs. Bislang haben alle diese Hypothesen allerdings versagt. Riesige Radioantennen werden ausgerichtet, um Signale von Oumuamua, so sein Name, zu erhalten. Doch der Stein bleibt stumm. Momentan nimmt der ungewöhnliche Besucher Kurs auf das Sternbild Pegasus und verlässt derzeit unser Sonnensystem. Blickt man vom Krippenstein in diesen Herbstnächten nach Osten, so sieht man kurz nach 23 Uhr das Sternbild Cetus, der Walfisch oder auch das Wassermonster genannt. Hier entdeckt das Weltraumteleskop Hubble zwei Galaxien, die miteinander verschmelzen. Die Entfernung 350 Millionen Lichtjahre. Um Mitternacht steht die Milchstraße im Süden, doch hinter ihrer Pracht verbirgt sie ein düsteres Geheimnis. Im Zentrum sitzt ein riesiges schwarzes Loch. Von allen Objekten im Universum, ob Sterne, galaktische Nebel oder fremde Planeten, nichts ist so eigenartig und mysteriös wie diese einzigartigen Phänomene. Sie trotzen unserer Vorstellungskraft, aber auch den physikalischen Formeln, die den Rest des Kosmos so präzise beschreiben. Schwarze Löcher sind apokalyptische Orte, die nicht nur Materie und Licht verschlingen, sondern Zeit und Raum selbst. Ein physikalisches Phänomen mit unendlicher Dichte, das Ende jeglicher Existenz. Ein Ort, den unsere Physik nicht mehr beschreiben kann. Aber gibt es diese seltsamen Monster wirklich? Und was würden wir sehen, wenn wir ein schwarzes Loch tatsächlich aus der Nähe beobachten könnten? Genau das wollen Forscher jetzt tun. Tucson, USA, Sitz der Universität von Arizona. Hier arbeitet ein Team von Wissenschaftlern mit ihren Studenten am Projekt Event Horizon Telescope. Seit über 10 Jahren haben diese Wissenschaftler ein ehrgeiziges Ziel. Sie wollen das scheinbar Unmögliche schaffen. Das erste Bild eines schwarzen Lochs. Ein schwarzes Loch vor einem schwarzen Himmel können wir in der Tat nicht sehen, da das schwarze Loch per Definition kein Licht abstrahlt. Unser Glück ist, dass schwarze Löcher in der Mitte der Galaxien jede Menge Gas anziehen. Und je näher es ans schwarze Loch kommt, desto heißer und heller wird es. Wenn wir ganz nah am Eventhorizont sind, also an der äußeren Kante des schwarzen Lochs, dann sollten wir einen Schatten auf einem sehr hellen Hintergrund sehen können. Wie eine Spinne im Netz
sitzt das schwarze Loch im Zentrum unserer Heimatgalaxie, der Milchstraße, und lauert auf sein nächstes Opfer. Gaswolken, Asteroiden oder manchmal sogar ganze Sterne. Nichts ist vor ihm sicher. Welche Kräfte sind hier am Werk? Wenn Sie ein Objekt in die Höhe werfen und ihm nicht genug Energie geben, wird es zurückfallen. Im Falle des schwarzen Loches müssten Sie das Objekt auf Lichtgeschwindigkeit beschleunigen. Es ist die Raumzeit um Sie herum, die Sie ins schwarze Loch zieht. Um der Anziehungskraft der Erde zu entkommen, müsste der Apfel auf über 11 Kilometer pro Sekunde beschleunigt werden. Ansonsten wird er immer wieder zurück zur Erde fallen. Doch bei einem schwarzen Loch funktionieren die Gesetze der Physik nicht mehr. Das schwarze Loch ist nämlich gar kein Objekt, sondern eine sogenannte Singularität, eine kosmische Sackgasse. Die Zukunft von zwei Objekten bewegt sich aufeinander zu. Sie nähern sich dann miteinander an. Am Eventhorizont eines schwarzen Lochs kennt die Zukunft nur noch eine einzige Richtung, die ins schwarze Loch hinein. Es gibt dort gar keine Anziehungskraft. Es ist ihre Zukunft, die ihnen gar keinen anderen Ausweg lässt. Es ist diese extreme Verformung der Raumzeit, die den Eventhorizont definiert. Anders als beim Apfel wird das Licht nicht angezogen. Tatsächlich werden Raum und Zeit in das schwarze Loch gesaugt. Stellen Sie sich einfach vor, Sie würden auf die Kante eines Wasserfalls zusteuern und nicht zurückrudern können. Es ist die Raumzeit um Sie herum, die Sie ins schwarze Loch zieht. Eine Autostunde von Tucson entfernt, auf den Gipfeln des 2000 Meter hohen Kitt Peak, liegt das Observatorium der Universität. Ben Marone ist der Spezialist für die technische Seite des Event Horizon Projekts. Wir sind auf dem Weg zum 12-Meter-Teleskop des Arizona Radio Observatoriums. Es liegt auf dem Kitt Peak und beteiligt sich erst seit kurzem am Event Horizon Projekt. Auch wenn diese 12-Meter-Antenne riesig erscheint, um dem schwarzen Loch in unserer Milchstraße nah genug zu kommen, bräuchten die Forscher eigentlich ein Teleskop so groß wie die Erde selbst. Tatsächlich haben sie dafür einen Trick gefunden. Für eine hochauflösende Nahaufnahme müssen die Teleskope sehr weit auseinanderstehen. Um die Daten zu verstehen, brauchen wir aber gleichzeitig auch Teleskope nahe zusammen. Deswegen ist dieses Teleskop hier extrem wertvoll, weil es nahe zu weiteren in Arizona und Mexiko steht. Das wird uns helfen, die Lücken zu füllen und das Gesamtbild zu erkennen. Doch was einfach klingt, erfordert extreme Präzision und jede Menge Handarbeit. Die Forscher müssen jedes einzelne Teleskop des globalen Netzwerks aufsuchen. Alle Antennen haben sie in den letzten Monaten mit speziellen Sensoren und Atomuhren ausgestattet. Damit das Bild vom schwarzen Loch entstehen kann, müssen alle Teleskope im absoluten Gleichklang laufen. Nur so kann der Computer die Daten aller Antennen später zu einem einzigen Bild zusammenfügen. Dem ersten Bild der Menschheit vom Zentrum der Milchstraße und dem schwarzen Loch in seiner Mitte. Durch diese komplizierte Technik entsteht am Ende ein virtuelles Teleskop, das die Auflösung der gesamten Erde hat. 25.000 Jahre waren die Informationen vom schwarzen Loch zur Erde unterwegs. Das Signal aus dem Inneren der Milchstraße ist extrem schwach. Darum brauchen wir einen sehr großen Empfänger. Wäre das Teleskop kleiner, hätten wir keine Chance, unsere Beobachtungen durchzuführen. Damit der Plan der Forscher aufgeht, muss jedes Teleskop groß sein. Das ist eine 12-Meter-Schüssel. Und doch zählt dieses Teleskop eher zu den kleineren im Verbund. Manche bringen es auf über 50 Meter.
Gemeinsam richten sie ihren Blick ins Herz unserer Milchstraße. Die anderen Teleskope stehen in den französischen Alpen, auf Hawaii, in Grönland, in Mexiko, in den USA oder auch in Chile. Gemeinsam werden sie bald das Geheimnis lüften, was im Kern unserer Milchstraße tatsächlich vor sich geht. Dem Lichtband, das wir jeden Abend an unserem Himmel über der Heimat sehen können und von dem wir ein winziger Teil sind. Jeder einzelne der 8 Beobachtungsorte weltweit sammelt in einer Nacht so viele Daten, dass sie nur auf Festplatten gespeichert und per Flugzeug verschickt werden können. Das Ganze nennt sich Interferometrie. Wir nehmen die Signale der einzelnen Teleskope, verknüpfen sie dann anschließend am Computer, als wären sie ein einziges riesiges Teleskop. Und dann haben wir die Auflösungskraft der gesamten Erde, obwohl wir nur Bruchstücke davon haben. Doch was werden diese Teleskope entdecken? Gleich bei Hubble-Mission Universum. Wenn die Nacht die Sicht zu den Sternen freimacht, haben wir freien Blick in die Tiefen des Kosmos. Theoretisch bis hin zum schwarzen Loch im Zentrum unserer Galaxie. Wissenschaftler wie Dimitrios Psaltis haben schon jetzt eine ziemlich genaue Vorstellung von dem, was an der äußeren Grenze eines schwarzen Lochs vor sich gehen dürfte. Das Problem, es handelt sich um Theorien. Überlegungen und Berechnungen, die sich auf Formeln stützen, die aus Einsteins allgemeiner Relativitätstheorie heraus entwickelt wurden. Das Team hat an der Universität einen eigenen Supercomputer entwickelt, um diese Vorgänge rund um den Rand, den sogenannten Ereignishorizont, zu simulieren. Über 2100 Prozessorkerne erschaffen derzeit ein virtuelles schwarzes Loch. So wie es die Formeln vorgeben. Aber kann der Mensch mit seinen Werkzeugen wirklich ein naturgetreues schwarzes Loch nachbilden? Um zu simulieren, was wir mit dem Event Horizon Teleskop sehen werden, müssen wir Einsteins Formeln lösen. Dann werfen wir jede Menge Gas hinein, so wie wir vermuten, dass schwarze Löcher gefüttert werden. Das Gas dreht sich dann extrem schnell um das schwarze Loch, wird sehr heiß und strahlt dabei sehr hell. Das Ergebnis der aufwendigen Berechnungen liefert eine Nahaufnahme, wie das supermassive schwarze Loch im Zentrum unserer Galaxie theoretisch aussehen könnte. Ein Teil des Gases bewegt sich mit hoher Geschwindigkeit auf sie zu, während sich die andere Hälfte sehr schnell von ihnen wegbewegt. Dieser Teil wirkt wegen eines Phänomens namens Rotverschiebung aus ihrer Perspektive dunkler. Daher sehen wir im Bild eine Art Halbmond. Was sich auf sie zubewegt, wirkt heller, was sich von ihnen wegbewegt, dunkler. Doch eine Theorie ist in der Wissenschaft nicht viel wert, solange sie nicht mit realen Beobachtungen in Einklang gebracht werden kann. Dies ist ein neuer Weg, die allgemeine Relativitätstheorie zu testen. Es wird spannend, ob die Messungen bestätigen werden, dass ein schwarzes Loch so aussieht, wie Einstein es uns beschrieben hätte, wenn er einen Supercomputer gehabt hätte. Das Projekt ist gigantisch. Sogar hier am Südpol haben die Forscher aus Arizona die Teleskope für ihr Netzwerk angepasst. Die zusätzlichen Instrumente hat Dan Marone selbst zur Amundsen-Scott-Südpolstation gebracht. Die Temperaturen liegen hier im Durchschnitt zwischen -25 und -60 Grad. Alle unsere Teleskope sind in der oberen Hälfte der Erdkugel. Mithilfe des Südpols decken wir den unteren Teil ab. Damit verdoppeln wir unsere Auflösung. Es ist ein eigenartiger Ort. Das Teleskop dort wurde nicht für diese Art Messungen entwickelt. Die Geräte sind extremen Temperaturschwankungen ausgesetzt. Das kann die extreme Präzision stören, die wir für unsere Messungen brauchen. Es ist eine besondere Herausforderung, das Teleskop in unserer Beobachtung zu integrieren. Nur zwischen November und Februar, wenn auf der Amundsen-Scott-Station Sommer herrscht, ist es möglich für Dan Marone und seine Kollegen, die Daten auszufliegen.
Mit dem letzten möglichen Transport gelangen die Festplatten nach Arizona. Dort bereitet das Team die nächste Beobachtungskampagne vor. Die Forscher sind angespannt. Erst wenn alle Teleskope bereit sind, können sie sozusagen auf den Auslöser drücken. Wir brauchen an allen 8 Standorten in der Welt gleichzeitig das ideale Wetter. Wir betrachten jeden Tag die Wetterdaten und Vorhersagen. Dann treffen wir die Entscheidung. Beobachten wir oder nicht? Wir wagen etwas völlig Neues. Wir beobachten die unmittelbare Umgebung eines schwarzen Lochs. Das hat vor uns noch nie jemand gemacht. Dimitrios Psaltis und seine Kollegen haben es geschafft, 8 der besten Observatorien auf 4 Kontinenten für ihre ungewöhnliche Jagd anzuheuern. Und nun sind sie kurz davor, dem schwarzen Loch seine größten Geheimnisse zu entlocken. In den letzten Jahrzehnten haben wir uns theoretische Gedanken gemacht, Computersimulationen und Modelle berechnet. Das Event Horizon Telescope wird uns zeigen, was dort wirklich vor sich geht. Wir werden echte Bilder, echte Daten haben. Sie werden uns zeigen, ob wir mit unseren Theorien richtig liegen. Schwarze Löcher bilden das Herz der meisten Galaxien im Universum. Auch unserer Milchstraße. 100 Milliarden Sterne drehen sich um dieses Gravitationsmonster. Schwarze Löcher sind so extrem, dass sie sowohl unsere Wissenschaft als auch unsere Fantasie an ihre Grenzen bringen. Deutlich einfacher sind die Voraussetzungen, um ein anderes Phänomen nachts am Herbsthimmel zu sehen. Die Raumstation ISS. Sie zieht rund 3 Mal in 24 Stunden über Österreich hinweg. Zu sehen ist sie jedoch nur, wenn es unten am Boden dunkel ist, in 400 Kilometern Höhe aber die Sonne auf die Raumstation scheint. Hier oben kennt die Welt nur eine Grenze, die zum tiefschwarzen All hinaus. Die ISS ist unser Brückenkopf ins All. Die Erfahrungen und Versuche, die auf der ISS gemacht werden, sollen uns bei bemannten Missionen zum Mond oder zum Mars helfen. Doch die Kameras der Raumstation zeigen auch einzigartige Bilder eines ganz besonderen Planeten, unserer Erde. Die ISS-Besatzung fotografiert Landschaften, die aussehen, als hätte ein Künstler sie geschaffen. Doch auch die Spuren der Menschheit sind inzwischen unübersehbar, vor allem auf der Nachthälfte der Erde. Künstliches Licht überzieht den Planeten wie ein glühendes Spinnennetz. Die menschliche Präsenz ist unübersehbar. Die Astronauten haben einige Großstädte aus dem All fotografiert. Sie sind die größten Lichtquellen auf unserem Planeten. Auch die Städte in Österreich haben mit dem Problem des Lichtsmogs zu kämpfen. Das Licht wird von feinen Wasser- und Staubpartikeln gestreut und überstrahlt an vielen Orten den Sternenhimmel. Gerade Metropolen wie Wien sind davon betroffen. Jährlich nimmt die Intensität der sogenannten Lichtglocke um 6% zu. Der Astronom Dr. Günther Wuchterl betreut im Auftrag der Wiener Umweltschutzabteilung eine einzigartige Langzeitstudie, die hier an der Kuffner Sternwarte durchgeführt wird. Das Thema Lichtverschmutzung rückt erst in den letzten Jahren langsam ins Bewusstsein der Bevölkerung. Und dabei geht es nicht nur darum, dass Astronomiefans immer weniger Sterne am Nachthimmel sehen.
Für Mensch glaube ich vor allem, dass die Nachtruhe das Problem ist. Also man will natürlich aufgekratzt sein, aber man braucht dann auch wieder die Entspannung. Und da hilft die Dunkelheit sehr viel, weil unser ganzer Hormonstoffwechsel Dunkelheit braucht, um zu arbeiten. Und für die Tiere ist es halt so, dass gewisse Populationen mehr oder weniger ausradiert werden vom Licht. Also die Insekten sind jetzt in aller Munde und da spielt das eine ganz große Rolle, weil für die Licht wie ein Staubsauger ist. Man darf nicht vergessen, dass viele der Insekten, die da entfernt sind, unsere Nahrungsmittel bestäuben und damit sind wir auch in der Nahrungskette betroffen. 80% der Weltbevölkerung leidet inzwischen unter diesem Lichtdunst. Viele Großstädter haben noch nie die Milchstraße am Nachthimmel gesehen. Die Stadt Wien will das mit einem einmaligen Projekt ändern. Durch den Austausch der Straßenbeleuchtung soll der Sternenhimmel in die Stadt zurückgeholt werden. Professor Wuchterl verfolgt die Entwicklung aus der Luft. Die Vision von dieser Befliegung ist erstens zu schauen, was gewinnt man durch die Verbesserung der Straßenbeleuchtung. Und das Zweite ist für mich, dass man Stellen findet, wo man anfangen kann. Also dass man konkrete Punkte findet, wo kann ich Beleuchtung verbessern und aber einen Effekt auch zu haben für die Nacht, für die Lebensqualität in der Nacht und dann auch für uns natürlich, dass man die Sterne besser sieht. Also wo habe ich eine große Quelle, wo ich mit relativ überschaubaren Aufwand was verbessern kann. Astronomen flüchten mit ihren mächtigen Teleskopen schon seit Jahrzehnten an die entlegensten Orte der Welt, etwa in die Atacama-Wüste nach Chile, hunderte Kilometer von der nächsten Stadt entfernt. Nur an solchen dunklen Orten können sie das Universum noch ungestört beobachten. Ein riesiger Aufwand. Dafür ist es in mondlosen Nächten so dunkel, dass man den eigenen Schatten sehen kann, der nur vom schwachen Schein der Milchstraße geworfen wird. Zurück nach Wien. Im Zentrum rund um den Stephansdom baden die Fassaden in Licht und reflektieren es in den Himmel. Gegen diesen hellen Schein haben die Sterne keine Chance. Sie ertrinken im Lichtermeer. Dr. Günther Wuchterl will die Veränderungen dokumentieren. Mit seiner Kamera nimmt er die größten Lichtverschmutzer ins Visier. Die Fassadenbeleuchtungen tragen am meisten zum Lichtsmog bei. Gerade erst wurden die Strahler ausgetauscht, ohne Rücksprache mit ihm und dem Umweltamt. Von hier unten ist es heller geworden, also so gesehen, ich hoffe, es sind nicht meine Albträume, aber es scheint so zu sein. Man sieht, es ist ein Bemühen, da abzublenden, aber ob das nach oben geholfen hat, das werden wir erst sehen, wenn halt die Messungen dann ausgewertet sind. Dr. Wuchterl will mit seinen Forschungsarbeiten das Licht in den Städten nicht ausknipsen. Seine Sorge gilt vor allem den Hauptverursachern für die Lichtverschmutzung, wie etwa Schaufenstern. Die Schaufenster sind eine von den ganz hellen Orten Wiens immer. Man sieht, dass es so eine Übertragung auf den Boden gibt, hinaus aus dem eigentlichen Bereich. Und was jetzt mir auffällt heute, ist, dass quasi der Dom hat quasi zugelegt, um wieder mit den Schaufenstern aufzuholen, glaube ich. Und das ist natürlich eine Spirale, die sich immer weiter drehen wird. Wenn niemand das Problem erkennt und sieht, wie man und wo man verbessern könnte, dann gibt es keine Verbesserung. Das heißt, erst wenn es alle merken, wird sich was tun. Um den Lichtsmog über Wien zu erfassen, muss sich Dr. Wuchterl in die Vogelperspektive begeben. Mit Hilfe eines Helikopters will er heute Nacht die verschiedenen Lichtquellen von oben erfassen. Mit seinem Assistenten und dem Piloten wird der Flug minutengenau vorbereitet. Spezielle Punkte müssen angeflogen werden. An einigen Straßen hat die Stadt die Beleuchtung bereits ausgetauscht. Aber ist die Veränderung messbar? Na, wir schauen jetzt, dass wir aus der Stunde das Maximum herausholen, um dann Vergleich zu bekommen. Es kommen sowohl sehr helle Sachen sind richtig drauf, als auch die ganz schwachen. Und dadurch hat man alle Lichtquellen in diesem Bereich dann erfasst. Und was natürlich interessant ist, jetzt die Straßenbeleuchtung, die in Wien ganz erheblich schon getauscht ist. Wie groß ist die Verbesserung? Natürlich auch, was tut sich sonst? Was gibt es an neuen Lichtstrahlen, die nach oben strahlen? Für das wissenschaftliche Projekt setzt Dr. Wuchterl spezielle Sensoren ein. Sie messen zum ersten Mal die genaue Lichtmenge, die Wien abstrahlt. Sein Assistent wird mit einer Spezialkamera Belichtungsreihen aufnehmen.
Doch zunächst müssen die Sensoren angebracht werden. Am besten komplett vertikal und weg vom Licht natürlich. Ja, also einerseits hätten wir hier die Möglichkeit, da haben wir allerdings hinten vom Stroboskop das Licht, das wahrscheinlich einstreut. Ja. Oder wir gehen weiter vor an die Seitentür und könnten es hier positionieren. Da haben wir den größten Abstand. Ja, das ist das Beste. Dann hat doch die Krümmung auch noch ein bisschen abgeschattet, das ist ideal. Ja? Okay, gut. Die Hauptinnovation, das sind die Leitmeter, die extrem schnell die Helligkeit messen können während des Fluges. Und die messen einfach die 4 Richtungen, aus denen das Licht kommt, von unten und von den beiden Seiten. Und jetzt wird es dann interessant, was hat sich geändert seit dem ersten Flug. Hat sich der Lichtertausch in Wien bereits bezahlt gemacht? Gleich bei Hubble-Mission Universum. Die Winternächte sind die beste Zeit, um die wundersamen Objekte am Sternenhimmel zu beobachten. Doch wie lässt sich verhindern, dass das Licht der Städte diesen Blick immer weiter trübt? Wien ist bislang weltweit die einzige Stadt, in der die Lichtquellen zu Forschungszwecken von einem Helikopter aus erfasst werden. Damit ist international erstmals eine Langzeitstudie über die Entwicklung der Lichtverschmutzung einer Großstadt verfügbar. Etwa ein Drittel der rund 45 Megawatt starken Wiener Lichtglocke stammt aus direkt zum Himmel strahlendem und somit völlig verschwendetem Licht. Diese vermeidbare Lichtverschmutzung trübt nicht nur den Blick in den Himmel, sondern stört auch den Biorhythmus seiner Bewohner. Der Helikopter ist jetzt in Position. Die Wissenschaftler beginnen ihre Arbeit und schießen hunderte Einzelbilder mit unterschiedlichen Belichtungszeiten. Die Belichtungsreihen sind deswegen notwendig, weil die Unterschiede gewaltig sind. In der Nacht kann man kein Bild richtig belichten eigentlich, weil wenn man in die Lampe hineinschaut, wäre man geblendet. Das heißt, man muss extrem kurz belichten. Und wenn man quasi den feinen Schimmer des Mondlichts auf den Dächern sehen will, dann muss ich sehr lange belichten und deswegen die unterschiedlichen Reihen. Also es sind Unterschiede auf unseren Bildern von 1 zu 10 Milliarden ungefähr drauf. Der Helikopter fliegt die restlichen Koordinaten über der Wiener Innenstadt ab, bevor die Piloten Kurs nehmen auf einen hellen Lichtfleck. Es ist der Flughafen Wien-Schwechat. Hier endet der Observationsflug nach knapp 90 Minuten. Die Messgeräte können jetzt abmontiert werden und Günter Wuchterl zieht eine erste Bilanz der Nacht. Ich bin sehr zufrieden, also wir haben auf jeden Fall wieder eine Menge Dinge gesehen. Und wir haben jetzt zum ersten Mal einen Unterschied von 2 Jahren, wo sich was geändert hat. Das hat sich überhaupt nicht mitgekriegt. Also da bin ich jetzt sehr gespannt, wenn wir dann die hochauflösenden Bilder genauer anschauen. Einen Tag später an der Kuffner Sternwarte im Wiener Bezirk Ottakring. Seit den frühen Morgenstunden vergleicht Dr. Günter Wuchterl die neuen Belichtungsreihen mit den Aufnahmen vom ersten Flug. Gibt es Überraschungen? Haben die neuen Lampen in Wien spürbare Verbesserungen gebracht? Für den Wissenschaftler zeigt sich jetzt, ob sein Kampf der letzten Jahre Früchte trägt. Wir sehen jetzt schon größere Unterschiede und der Eindruck ist der, dass man halt wieder auf die Straße hinunter sieht. Also man wird nicht geblendet von den hinaufstrahlenden Lichtern, sondern man sieht nur noch die beleuchtete Straße, also dort, wo das Licht hingehört. Die neuen LED-Lampen der Stadt Wien bringen also mess- und sichtbare Verbesserungen. Man sieht es sehr schön da sieht man noch die Straßen raufleuchten und in der Gegend auf der alten Aufnahme. Im neuen Bild nur noch der ganz zarte Schimmer der Straße. Und hier rechts unten, da haben wir quasi, sieht man noch viele kleine Perlchen da eingestreut. Und hier ist nur noch ein Schimmer von den Straßen, auf die wir direkt runterschauen. Man sieht jetzt die Autoscheinwerfer auf diesen Straßen. Der Vergleich der Aufnahmen zeigt dem Wissenschaftler aber auch noch etwas anderes.
Das ist ein Erfolg, aber es war wieder zweischneidig, weil was auf den Straßen gewonnen wird, wie es ausschaut, an den Fassaden verloren, weil wir eine Stadt gesehen haben, die viel mehr so weiße Lichter nach oben geschickt hat, die auch sehr stark aufgeblitzt sind. Und das bedeutet, dass die Fassadenbeleuchtungen weiter anwachsen. Noch ist der Himmel über unseren Städten bis zu 1000-mal heller als die natürliche Nacht. Doch Dr. Wuchterl ist fest davon überzeugt, dass wir mit einer veränderten Straßenbeleuchtung eines Tages wieder die Milchstraße über unseren Städten sehen werden. Für mich ist die Nacht der Zukunft halt eine tiefe Nacht, die Räume wieder aufbaut. Der Himmel ist flach geworden und damit auch die Horizonte über den Städten. Und eine Stadt mit gutem Licht und schönem Himmel ist eine, die den Blick in die Ferne erlaubt und auch die Transzendenz ermöglicht, die quasi normalerweise da ist, wenn man in die Sterne schaut. Es wäre für Städter die Erweiterung ihrer Sinne. So, wie man es in den dunklen Herbstnächten in den Alpen noch immer erfahren kann. Gegen Mitternacht erscheint Capella, der Hauptstern des Fuhrmanns, gefolgt von Betelgeuse, dem Schulterstern des Orion. Es ist ein monsterhafter roter Riesenstern, 1000-mal größer als unsere Sonne. Um 2 Uhr taucht Pollux auf, ein Teil des Sternbildes Zwilling und des großen Wintersechsecks. Kurz vor der Morgendämmerung erscheint Procyon, der hellste Stern im Sternbild Kleiner Hund. Dazwischen, kaum sichtbar, tausende Sternschnuppen. Doch das ist nur ein Bruchteil der Eisen- und Gesteinsbrocken, die durch die Tiefen unseres Sonnensystems rasen. Es sind die Überreste von explodierten Sonnen, ursprüngliches Material, das nicht Teil der Planetenbildung geworden ist. Diese Brocken sind seit einigen Jahren wieder in den Fokus der Forschung gerückt. Denn manchmal machen sie sich auf spektakuläre Weise bemerkbar. Im Februar 2013 dringt ein solcher Asteroid in unsere Atmosphäre ein. Er ist gerade mal 19 Meter klein, als er explodiert. Doch die Druckwelle beschädigt in der 100 Kilometer entfernten Stadt Tscheljabinsk Fenster und Gebäude. Ein Warnschuss aus dem All. Er erinnert uns daran, dass die Erde in der Vergangenheit immer wieder von Asteroiden getroffen wurde. Doch nicht nur wegen der drohenden Gefahr interessiert sich die Forschung in letzter Zeit besonders für die Asteroiden und Kometen in unserem Sonnensystem. Die Rosetta-Mission der Europäischen Weltraumbehörde hat wichtige Erkenntnisse gebracht, die auch für die Abwehr dieser Körper extrem nützlich sind. So wissen wir jetzt, dass Kometen wie Churyumov-Gerasimenko jede Menge Hohlräume besitzen. Eine Sprengung, um solche Körper vom Kurs abzubringen, käme damit nicht in Frage. Die japanisch-europäische Sonde Hayabusa 2 hat erst vor kurzem den Asteroiden Ryugu erreicht und dort einen kleinen Kasten namens Mascot abgesetzt. Mascot ist vollgestopft mit Technik und einem Schwungrad, das für die Fortbewegung sorgt. Wegen der niedrigen Gravitation reicht dieser kleine Impuls, um den Forschungskasten auf dem Asteroiden zu bewegen. Mitentwickelt wurde das ungewöhnliche Forschungsgerät von der Größe einer Mikrowelle beim DLR in Bremen. Man hat sich sehr viel Mühe gegeben, eine maximale Anzahl von wissenschaftlichen Instrumenten in diesen kleinen Lander unterzubringen. Also insgesamt wiegt er nur 11 Kilo, aber 3 Kilo davon sind mit wissenschaftlichen Experimenten. Das ist in der Form sonst noch nicht erreicht worden. Dabei ist der kleine Maskott nur die Vorhut. Er erkundet gerade die Oberfläche für das Mutterschiff Hayabusa 2, das am Landeplatz Proben vom Asteroiden entnehmen und zur Erde zurückfliegen soll. Die Aufgabe von Mascot ist, sozusagen vor der Probenentnahme die Oberfläche zu charakterisieren, sodass man also besser weiß, an welchen Stellen es sich lohnt, diese Proben zu nehmen. Wir gucken also erstmal, wie sieht das alles aus, welche Zusammensetzungen können wir erwarten, welche Gegenden sind interessant, um dann hinterher an den Stellen, die wir für interessant halten, die Proben zu nehmen und die dann zur Erde zurückzubringen.
Zeitgleich im amerikanischen Tucson. Hier arbeitet ein Team im Auftrag der NASA an einem ganz ähnlichen Projekt. Nach 2 Jahren Flugzeit und 1,7 Milliarden Kilometern hat die Sonde OSIRIS-REx Ende Oktober 2013 ihr Ziel erreicht und eine Umlaufbahn um den Asteroiden Bennu eingeschlagen. Bennu ist ein Asteroid vom Typ Apollo. Das heißt, dass sich seine Bahn mit der Erde irgendwann kreuzt. Der 500-Meter-Brocken kann in Zukunft also durchaus gefährlich für uns werden. Aber das ist nicht der einzige Grund für die NASA, Bennu genau unter die Lupe zu nehmen. Verglichen mit der Erde mag der Asteroid öde, dunkel und langweilig erscheinen. Dabei können wir von Bennu sehr viel über die Ursprünge unseres Sonnensystems erfahren und darüber, wie es sich entwickelt hat. Möglicherweise tragen Asteroiden das Geheimnis unserer Herkunft in sich. Wissenschaftler wie Dante Lauretta wollen an das Urmaterial, das in den Asteroiden steckt. Wie kosmische Kühltruhen bewahren sie die Bausteine der ersten Stunden unseres Sonnensystems auf. Bausteine, die auf unserem Mond und der Erde nicht mehr zu finden sind. Die Frühgeschichte dieser Körper ist komplett ausradiert. Das große planetare Bombardement 500 Millionen Jahre nach der Entstehung des Sonnensystems hat die Oberfläche des Mondes komplett überschrieben. Die Erdoberfläche wiederum ist extrem dynamisch. Vulkane, Erdbeben, der Wasserkreislauf. Wir tun uns verdammt schwer, auch nur ein paar Milliarden Jahre in die Entwicklungsgeschichte unseres Planeten zurückzublicken. Die Sonde OSIRIS-REx wird den Asteroiden Bennu die nächsten 2 Jahre umkreisen und untersuchen. Die NASA-Forscher wollen auf Nummer sicher gehen und möglichst viel über den Asteroiden erfahren. Entspricht Bennu unseren Erwartungen? Wird er uns überraschen? Wir werden unsere Mission immer wieder an die Beobachtungen anpassen. Im Juni 2020 wird OSIRIS-REx Proben vom Asteroiden nehmen und zur Erde bringen. Wir werden ihn sehr genau untersuchen und dann ein gründliches Auswahlverfahren durchführen. Wir werden sagen, das ist der Ort, wo wir die Probe nehmen wollen. Natürlich wollen wir sicherstellen, dass sie auch hohen wissenschaftlichen Wert hat. OSIRIS-REx wird nicht auf dem Asteroiden landen, sondern die Probe mit einem speziellen Arm namens TACSAM nehmen. Wir haben einen einzigartigen Greifarm namens TACSAM entwickelt. Wenn er die Oberfläche erreicht, blasen wir Asteroidenmaterial unter Hochdruck mit Stickstoff in eine Art riesigen Luftfilter. Es ist der komplizierteste Teil der Mission. Noch nie ist es gelungen, größere Mengen Material außerirdischen Ursprungs im All einzusammeln. Wir brauchen gerade mal 5 Sekunden. Wir gehen da rein, schnappen uns die Probe und schauen, dass wir schnell wieder wegkommen. Mindestens 60 Gramm soll die Sonde dabei einsammeln. Das entspricht der Menge von 20 Zuckerwürfeln. Eine kleine Sonde fliegt das Gestein anschließend auf direktem Kurs zur Erde. Sobald die Umlaufbahn erreicht ist, wirft die Sonde die Kapsel ab. 2023 soll sie in der Wüste von Utah sicher landen. Es ist der Moment, dem Tom Sieger von der Universität von Tucson entgegenfiebert. Denn er wird einen Teil des 4,5 Milliarden Jahre alten Asteroidenmaterials unter die Lupe nehmen. Am meisten interessiert ihn, ob der Asteroid tatsächlich die Grundbausteine von Leben in sich trägt. Etwa die Komponenten, aus denen sich das Erbgut, die DNA, zusammensetzt. Die Frage nach unserer Herkunft beschäftigt die Menschheit seit Jahrtausenden. Die Vorstellung, dass wir mit Hilfe dieses ursprünglichen Materials Antworten darauf finden könnten, das finde ich persönlich schon ziemlich außergewöhnlich. Der größte Teil des Asteroidenmaterials wird aber von der NASA in Houston archiviert. Hier lagen auch die Proben vom Mond. Insgesamt 382 Kilo haben die Astronauten damals eingesammelt. Technik und Wissenschaft
entwickeln sich weiter. Noch heute kann das Mondgestein mit modernsten Mitteln untersucht werden. Das Gleiche soll mit der Asteroidenprobe möglich sein. Wir archivieren 75% der Probe für künftige Generationen. In 1 oder 2 Jahrzehnten wird es wissenschaftliche Methoden geben, von denen wir heute nur träumen können. Es ist unser Vermächtnis für künftige Generationen. Asteroiden wie Bennu haben viele Gesichter. Sie könnten den Schlüssel zu unserer Vergangenheit enthalten. Sie könnten unsere Zukunft sein, wenn wir lernen, ihre Rohstoffe abzubauen. Oder sie könnten unser Ende bedeuten, wenn wir nicht lernen, wie wir uns eines Tages vor ihnen schützen können. Wer lange genug den Nachthimmel über Österreich beobachtet, entdeckt auch Sternschnuppen, Meteore genannt. Sie sind nichts anderes als sehr kleine Asteroiden, die ohne größere Folgen in der Erdatmosphäre verglühen. Im Herbst und Winter sind die Nächte lang und oft besonders klar. Sternenbilder wie etwa Cygnus der Schwan treten schon um 10 Uhr abends deutlich hervor. Wer sich in einer solch klaren Nacht auf die Berge Österreichs begibt, kann nicht nur die Wunder des Kosmos betrachten, sondern wird sich auch seiner eigenen Existenz auf besondere Weise bewusst. Welche Sterne sehen wir im Winter? Welche Geheimnisse verbergen sich am Firmament? Wissenschaftler wollen mit der Sonde Bepi Colombo den Merkur erkunden und eine umgebaute 747 als fliegende Sternwarte. Hubble, Mission Universum, der Blick in unseren Kosmos.